Ja, weil die Ausstattungsliste so lang ist, wird das heute ein bisschen länger als die anderen Videos der Pössl Group Days. Worum es geht, das erfahrt ihr direkt nach unserem kleinen Rubbelfeldchen. Viel Spaß! Das ist ein Video mit Herzschmerz heute. Mein eigenes Auto muss gehen. Lauf doch nicht weg. Ich brauche Nähe. Es ist auf dem Weg. Heute geht es um ein Pössl Venstar V300D AMG All-In. Ich habe irgendwann mal gedacht, hey, ich habe gute Laune. Ich finde, wir waren fleißig. Also haben wir als Familie auch ein schönes Auto verdient und habe mir meinen absoluten Wunsch Venstar konfiguriert. Das war ganz am Anfang der Venstar-Geschichte, also als die Autos neu rauskamen. Und dann hat das gedauert und gedauert und gedauert und dann habe ich mir zwischendurch ein anderes Auto organisiert, weil der einfach nicht an den Laden kam. Und irgendwann kam er dann und dann haben wir gedacht, okay, jetzt lassen wir den doch auf uns zu. Und jetzt sind wir eine ganze Weile damit gefahren. Und leider Gottes ist er fällig und darf gehen. Und wir haben gedacht, was eignet sich besser als dieser Zeitrahmen der Pössl Group Days, euch ein unfassbar attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis auf einem sehr hohen Niveau zugegebenermaßen vorzustellen und euch zu zeigen, was der Wagen kann, weil das ist so ein bisschen exemplarisch. Alles, was ihr für ein Venstar Mercedes V-Klasse bestellen könnt, habt ihr hier mit dabei. Und wir gehen das jetzt mal Stück für Stück durch, zumindest die wichtigsten Sachen. Lasst uns mit den einfachsten Dingen anfangen und ich gehe einfach mit euch mal die wichtigsten Sachen durch, die da sind. Fangen wir mit den Basics an. Auf den ersten Blick sieht er aus wie ein ganz normaler Venstar. Ich habe aber gedacht, ein normales Weiß will ich nicht, ich will ein besonderes Weiß. Haben wir Bergkristallweiß genommen. Ist eine Metallic-Farbe, kostet natürlich einmal Metallic unten, kommt jetzt in dem Dunkeln vielleicht nicht ganz so rüber, ist aber einfach eine super schicke Farbe. Und das Ganze kombiniert mit diesem AMG-Line-Paket, was wir genommen haben, finde ich, steht der Wagen einfach super schön da. Wir haben weiß-weiß, die schwarzen Fenster in der Mitte, die schwarzen AMG-Felgen, die ich mit Ganzjahresreifen ausgestattet habe, weil ich keine Lust habe, ständig Reifen hin und her zu ziehen und wir hier oben im Norddeutschland ja jetzt nicht so richtig knackigen Winter haben. Das heißt, da sind nicht die ersten Reifen, also sind die ersten Reifen, das habe ich gleich am Anfang gemacht, sind aber Ganzjahresreifen drauf. Und dann haben wir eben die AMG-Line drumherum. Wenn man AMG bestellt, dann gönnt man sich auch hier die Spoilerlippe mit dazu. Der erste ohne 18 Zoll Felge werfe den ersten Stein. Wir gucken mal vorne nach vorne, weil zu der AMG-Line auch vorne eine komplett geänderte Front gehört. Wir haben eine geänderte Stoßstange vorne, wo das Weiß-Schwarz-Thema auch mit dabei ist. Und dann, ich glaube, Mercedes nennt das Ganze Diamant-Kühlergrill. Braucht man das alles zum Glücklichsein? Vielleicht nicht zwingend, aber es ist cool. Dann sind wir losgefahren und auf der ersten Fahrt, bin ich ganz ehrlich, war ich kurz überrascht, weil wir echt Windgeräusche im Auto hatten. Das haben wir aber inzwischen alles abgestellt und das ist das Gute an so einem Fahrzeug, was wir hier als Firmenfahrzeug benutzt haben für euch. Alles, was sein könnte, haben wir hier abgefrühstückt. Der Wagen hat inzwischen ein neues Dach bekommen, da wollen wir auch ehrlich sein. Und seit das neue Dach drauf ist, fahre ich den unfassbar gerne. Aber ich wohne fast im selben Dorf. Ich fahre halt nicht viel Strecke und deswegen hat das Auto jetzt knapp ein Dreivierteljahr, nachdem wir es zugelassen haben, nicht ganz 7.500 Kilometer, größtenteils für Fahrten zu Handballspielen. Auch schön. Richtig zum Schlafen haben wir es nicht genutzt, für uns ist es aber einfach ein tolles Auto und bei dem Thema Schlafen kann ich euch auch noch eine Kleinigkeit mit sagen. Ganz am Ende zeige ich euch noch mal kurz einen Küchenblock, den wir gekauft haben. Wer sich für dieses Auto interessiert, den könnt ihr dazu haben, müsst ihr aber nicht nehmen. Da guckt einfach unten auf die Sprungmarken oder geht kurz ans Ende, so die letzten 1-2 Minuten vom Video, zeige ich euch, was wir für das Auto mit haben. Von der Motorisierung, wir haben einen V300D, das heißt, das ist die größtmögliche Motorisierung, die es für dieses Fahrzeug gegeben hat, 239 PS. Wir haben natürlich Automatikgetriebe, ich glaube, das ist sogar eine Zwangsverknüpfung. Wir haben in dem Fall hier auch eine Allrad, nein, nicht eine Allrad, ein Allradgetriebe. Wir haben das LED Intelligent Light System, natürlich mit dem automatischen Fernlichtassistent. Und heute, weil die Liste so lang ist, gucke ich da jetzt Stück für Stück mal drauf. Wir haben so ein paar Sachen mit dabei. Natürlich, wenn man so ein schönes, voll ausgestattetes Auto haben will, habe ich mir einen aktiven Abstandsregeltempomat in dem Augenblick mitgegönnt, weil wir ja auch den Leuten, die vielleicht mal eine Probefahrt machen wollten, die verschiedenen Optionen mit zur Verfügung stellen wollten. Dann, damit das noch ein Tick komfortabler wird,
hat der Wagen die sogenannte Airmatic, Aufpreis knapp 2000 € mit dazu bekommen. Das heißt, wir haben eine Vollluftfeder an der Hinterachse, die automatisch das Niveau reguliert. Für mich ein unglaublich komfortabler Reisewagen. Und wir sind vorher mal VW-Bus gefahren. Da haben wir dann irgendwann gedacht, okay, VW-Bus ist jetzt mal ein Haken dran. Wenn wir als Pösselhändler schon den Zugriff auf Mercedes haben, probieren wir da unser Glück mal. Ich sage das jetzt vollkommen wertfrei, es sind einfach zwei sehr unterschiedliche Fahrzeuge. Der Bulli ist viel mehr Bulli, quasi draufsitzen, und das ist viel mehr PKW. Was das Richtige für euch ist, darf jeder für sich selber entscheiden. Dann haben wir die ganzen AMG-Sachen. Der Wagen hat natürlich eine Anhängerkupplung mit einer erhöhten Anhängelast, 2,5 Tonnen. Da habe ich noch nie was mitgezogen, aber ich dachte, das würde dem Auto gut stehen. Wir haben hinten links und rechts elektrische Ausstellfenster, elektrisch ausstellbare Fenster. Das heißt, ihr habt quasi wie einen elektrischen Fensterheber, könnt ihr die Fenster auf und zu machen. Und was mir total wichtig war in dem Zusammenhang, das geht aber nur, wenn man die richtige Klappe hat. Wir haben hier die zweigeteilte Klappe, die auch richtig schön tief von der Ladekante ist. Und das ist was ich echt lieben gelernt habe. Und die ganze Klappe, weil es ein High-End-PKW ist, habe ich gedacht, dann machen wir auch die Klappe elektrisch. Ihr seht, es ist ein riesengroßer Stauraum drin, und da können wir vielleicht gleich einen Blick auf das nächste werfen. Wir haben den Wagen als Sechssitzer bestellt, das heißt, wir haben quasi 6 Einzelsitze, und das ist einfach ein komfortables Fahren. Und der Rest meiner Familie hat schon gesagt, was machen wir denn dann Schönes? Aber wir lassen uns mal überraschen, da wird uns schon was Schönes einfallen. Wir werden schon irgendwie komfortabel von A nach B kommen. Ich habe da auch schon eine Idee. Mal gucken. Zeige ich euch dann aber später auch in einem Video. Der Wagen hat 2 Schiebetüren. Auf der Seite hier das Auto steht insgesamt 1A da. Hier ist eine Kleinigkeit. Ich würde ja immer behaupten, ich kann das nicht gewesen sein. Aber wahrscheinlich muss es gewesen sein. Da hat die Felge leider einen kleinen Ditcher abgekommen. Auch die Besten machen Fehler. Tut mir leid. So, jetzt lasst uns mal gucken. Wir haben natürlich die Colorverglasung hier von außen mit drin, damit das Ganze passt. Wir haben alles, was das Herz begehrt. Und ich denke, den Rest gucken wir uns jetzt einfach mal von innen an. Da gibt es nicht so viel zu sagen. Und anstatt, dass wir sonst durchgehen, uns auf Toilette setzen, in die Dusche stellen oder all solche Sachen, werden wir uns heute schwerpunktmäßig mit dem Cockpit beschäftigen. Bevor wir aber dahin gehen, vielleicht für euch nochmal die wichtigste Info mit dazu. Der Wagen, so wie er hier steht, hat einen Listenpreis von 104.000 €, was echt ein Brett ist für so ein Auto. Aber inzwischen, wenn ich mir California, Marco Polo, Multivan, T6, T7 und alles, was da kommt, anschaue, anscheinend das neue Normal ist. Das Auto, so wie er jetzt da steht, knapp 7.000 Kilometer, haben wir inseriert für 83.900 €. Das heißt, ihr spart oberhalb von 20.000 €. Das ist für ein so junges Fahrzeug auch ein riesengroßes Geschenk. Die gesamte Ausstattung, die wir jetzt größtenteils nochmal durchgehen, findet ihr aber auch in der mobile.de Anzeige, die wir euch hier einfach auch nochmal kurz da oben in der Ecke verlinken, damit ihr wisst, worum es wirklich geht. Und wir springen jetzt mal auf den Fahrersitz und ich zeige euch mal 360 Grad rundum Kamera und alles, was da sonst noch so zu finden ist. Also, der größte Unterschied zwischen dem Vito Tourer und der V-Klasse ist neben dem, dass ich für die V-Klasse einfach mehr Ausstattung haben kann, die Gestaltung des Ganzen. Wir haben vor allem in der Mittelkonsole hier deutlich mehr Dinge und das sicherlich auch mit der Carbon-Optik hier ganz hübsch gelöst. Das, was nie serienmäßig ist, auch bei der V-Klasse, ist, dass wir hier in der Mitte das 10,25 Zoll Gerät haben, was letztendlich alles mit steuert, worüber ich Radiosender oder auf Home gehen, Navigation, alle Funktionalitäten letztendlich mit drin habe. Das, was wir hier zusätzlich gemacht haben, jetzt muss ich mal auf meine Liste gucken, ist, dass wir eine Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage mitgekauft haben. Wir haben das komplette Fahrerassistenzpaket mitgekauft, das heißt, wir haben Spurhalteassistent, wir haben die ganzen Sensorik mit nach vorne, mit Notbremsassistent und allem anderen, was auch da mit dazu gehört. Zusätzlich hat der Wagen dann natürlich eine Klimaautomatik bekommen, die heißt hier so schön Klimatisierungsautomatik, Thermotronik mit Klimaanlage, halbautomatisch, Tempmatik im Fond. Das heißt vorne und hinten Klimaanlage auf jeden Fall vorhanden. Was ich ganz hübsch fand, ist, dass wir alles von innen in schwarz gemacht haben. Das ist normalerweise heller, das war eine Option, die wir mit dazu bestellen konnten.
Und wir haben in dem Zusammenhang, jetzt muss ich immer wieder drauf gucken, ganz viele verschiedene Lichter. Im Dunkeln sieht man das, ihr kennt das vielleicht aus anderen Videos. Wir haben auf jeden Fall eine Beleuchtung, die man hier im Cockpit ein bisschen anpassen kann. Und gerade wenn man im Dunkeln fährt, ist das total angenehm. Dann haben wir das Sitzpaket. Ich probiere mal hier alle, damit man das sehen kann. Ich bin ja nur relativ groß, habe lange Beine und deswegen habe ich mir die Sitze bestellt, dass man hier eine verstellbare Beinauflagefläche hat. Und gerade wenn man große, lange Beine hat, ist das wirklich total angenehm. Wir haben hier an der Tür eine Armlehne, wir haben hier drüben die zweite. Und dann mit der Beinauflage, hier ist das ein Auto, was wirklich auch langstreckentauglich für mich mit dabei ist. Beide Sitze haben Lordosenstütze, das heißt hier so eine Rückenunterstützung, die mit drin ist. Ich selber habe nicht so die Rückenprobleme, aber ich sitze auf jeden Fall sehr, sehr gut in diesem Fahrzeug. Navigation habt ihr gesehen und dann kommt eben das Parkpaket. Und dafür müsstest du deinen Blick mal bitte hier drauf wenden. Ich drücke mal hier auf den Knopf 360 Grad Parkpaket. Und dann kennt ihr das bestimmt aus unseren Videos von einzelnen Sprintern. Wir haben hier einfach eine komplette Rundumsicht. Und dann kann man auf der Seite hier die Perspektive wählen. Aktuell guckt der nach vorne raus. In dem Augenblick, wo ich auf Rückwärtsgang wechsle, guckt er aber nach hinten. Ich gehe mal hier wieder auf OK und mache mir das Bild wieder hin. Und dann könnt ihr hier drüber aussuchen, ob ihr an der Seite gucken wollt. Das hätte ich vielleicht bei der Felge nehmen sollen. Nach hinten im Weitwinkel, nach hinten, wenn ihr irgendwas an die Anhängerkupplung ankuppelt. Das ist auch die Perspektive nach hinten. Also man kann im Prinzip in alle Richtungen rausgucken. Und vor allem beim Rückwärtsfahren ist das was ich für mich total genießen kann und was mir das Fahren massiv erleichtert. Wir haben natürlich Sitzheizung Fahrer-Beifahrer, wir haben das Smartphone-Integrationspaket und zig verschiedene Sachen. Zwei Kleinigkeiten, die ich ganz charmant finde. Wir haben hier vorne so eine Mittelkonsole damals mitbestellt, die einfach, ja, sieht man schon, familientauglich, Sonnenbrille, Getränke, Bonbons und alles, was das Herz begehrt, mit einpacken kann. Und wir haben hier im hinteren Bereich, verschlucke ich mich doch fast, den zusätzlichen Tisch. Und da zum Beispiel habe ich bei mehreren Handballspielen schon dran gesessen und einfach die Videobeschreibung für unsere YouTube-Videos und solche Sachen gemacht, während die Kinder sich warm gemacht haben. Also für mich ein echter Mehrwert, der da ist. Insgesamt muss ich halt ganz klar sagen, der Vanster, vor allem in der Variante der V-Klasse, ist hier einfach ein Fahrzeug, was uns als Reiseauto echt toll begleitet hat. Es gibt nicht so unendlich viel zu sagen, weil der Vanster ja erstmal unten kein echtes Wohnmobil ist. Wir haben natürlich hier oben das Aufstelldach und das sollten wir euch natürlich auch zeigen. Deswegen haben wir jetzt gesehen, was wir an Ausstattung haben. Da haben wir drüber gesprochen. Der Wagen hat auch eine zusätzliche Standheizung. Der hat auch ein zusätzliches Batteriepaket ab Werk mitbekommen. Jetzt gucken wir uns das Aufstelldach nochmal an und dann springen wir gleich nochmal rein und werfen einen Blick in die Heck-Wohn-Schlafbox, die ihr noch dazu haben könntet, wenn ihr wollen würdet. So sieht das hier oben aus. Es ist insgesamt kein großes Geheimnis, aber ihr habt, da ist Vladi, der von der Seite nochmal filmt, damit ihr guten Ton habt auf der anderen Kamera. Wir haben nach vorne ein großes Fenster raus, wir haben zu beiden Seiten große Fenster raus und dann drehen wir das Ganze mal so rum. Und hier die Perspektive quasi in dem gesamten Auto nach hinten. Wie ihr seht, eine unbenutzte Matratze. Wir haben das Auto halt im Spätsommer zugelassen, die ganze Zeit unterwegs. Das war noch nicht Aufstelldachwetter. Ich bin gespannt, der nächste Wagen, den wir bekommen werden, wird auch Aufstelldach haben, ob wir da mal die Möglichkeit haben, es zu nutzen. Aber wir haben ja auch noch unseren Tupin Vario als Familienwohnmobil sozusagen. Insgesamt ein unbenutztes Bett, ein riesengroßer Preisvorteil, ein, glaube ich, ziemlich großartiges Auto. Schaut euch einfach die Details auch bei uns auf der Homepage an, beziehungsweise bei mobile.de in der Anzeige, die wir euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Und damit würde ich sagen, ist ein Großteil dieses Videos für euch jetzt vorbei. Wahrscheinlich für jemanden, der sich speziell für so ein Auto interessiert, eine ganz interessante Sache. Für euch alle anderen vielleicht ein bisschen viele technische Daten und Fakten. Wir springen jetzt aber trotzdem noch mal kurz rein und gucken uns die Küche an, von der ich vorhin erzählt habe, damit ihr euch überlegt, ob die vielleicht dazu passt. Falls jemand anders mit einer V-Klasse die Küche sieht, da dieser Wagen jetzt weggeht, steht natürlich auch die Küche mit zum Verkauf. Also kontaktiert uns gern. Und wenn man so ein Aufstelldach hat, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, das habe ich tatsächlich immer mal wieder benutzt, das Ganze einfach hochzuklappen
Jetzt ist das hier ein bisschen dunkel, weil wir so einen Nebensaisontag haben, aber so kann man sich halt einfach deutlich besser bewegen und wenn man irgendwo steht, das Ganze einfach von innen sehr, sehr luftig gestalten. Hier vorne ist noch eine kleine Leselampe mit USB mit dabei und insgesamt unten würde man halt im Urlaubsalltag sagen, 2 Einzelsitze raus, die bleiben zu Hause. Hier vorne kann man Fahrer-Beifahrersitz drehen, dann habt ihr den Tisch hier vorne in der Mitte, dann habt ihr eine echt mega gute Sitzgruppe für 4 Personen und dann kann man mit relativ wenig Aufwand von hinten abends ein tolles Bett bauen. So, und da springen wir jetzt wirklich hin, damit ihr das nochmal seht. So sieht der Küchenblock aus, wenn er nicht im Fahrzeug ist. Das heißt, das ist der Raum, den ihr einplanen müsst, wenn ihr das Ganze aus dem Auto rausgenommen habt. Im Alltag, im Campingalltag ansonsten einfach 2 Stühle rausnehmen, das hinten reinstellen und am Schienensystem verzurren. Ich zeige euch das gleich am Computer, wie es fertig aussieht, aber einfach um euch die Grundidee zu zeigen. Das ist ein Schwerlastauszug, der unten drin ist. Das Ganze ist dann mit einem Tisch hinten dran und das, was ich einfach so mega cool fand, ist, dass wir dann zum Beispiel hier ein eigenes Küchenmodul haben, was ihr einfach mitnehmen könnt. Weg vom Auto mit 2 Brennern. Und dann hat auch das zum Beispiel da noch eine kleine Arbeitsplatte mit dran. Wenn ihr dann zum Beispiel sagt, hey, ich würde es gerne noch ein bisschen mobiler haben, dann hat man sogar die Möglichkeit, wenn man es öfter benutzen würde, die ganzen Kochstellen einzeln rauszunehmen und beim Wandern auch noch eine einzelne Kochstelle mitzunehmen. So, das wollen wir jetzt aber hier wieder festmachen. So, dass es einfach so ein wirklich multifunktionales Tool ist. Aber ich fand vor allem die Idee, das rauszunehmen, so cool. Dann sind da Gasflaschen drin und es ist halt kein Millimeter ungenutzt. Ihr habt hier Taschen, wo alles mit reinpasst. Da ist ein bisschen Kleinkram mit dabei. Dann haben wir, wenn man hier irgendwo an der richtigen Stelle reinguckt, jedes Fach ein Auszug links, ein Auszug rechts. Und wenn ihr dann fertig das wieder zusammengeklappt habt, kann man eben das ganze Küchenmodul nehmen, hier reinstellen und das auch wieder verstecken. Auch hier einfach unten einmal rausziehen. Dann habt ihr, das ist ja im Auto fest verzurrt, hier die Möglichkeit, ein Waschbecken zu haben. Und wenn ihr dann das Waschbecken dran habt, könnt ihr euch nämlich entscheiden, ob ihr einen kleinen Wasserhahn fürs Waschbecken haben wollt oder ob ihr lieber eure Duscharmatur hier dran hängt und eine kleine Dusche habt, mit der ihr hinterm Auto quasi im Schutz der Heckklappe euch duschen wollt. Also es sind einfach unfassbar viele kleine Details, die mit drin sind. Der Raum hier ist vorgesehen, um eine große Kühlbox mit reinzupacken. Hier drin habt ihr einen kleinen Frischwasser- und Abwasserkanister mit dabei. Also der ganze Raum ist vernünftig genutzt. Das klappen wir jetzt mal kurz wieder zu. Das Waschbecken kann man nämlich hier dann richtig schön dran lassen. Hat hier links und rechts die Entriegelung. Schiebt das Ganze wieder rein, damit wir oben auch noch mal kurz reingucken können. Dann habt ihr nämlich hier noch eine Erweiterung der Küche. Große Schublade, kleines Schneidebrett mit Messer, alles mit dabei, finde ich schon cool. Und hier nochmal eine zusätzliche Schublade, die ihr dann mit so steckbaren Brettern einteilen könnt, wie ihr das haben wollt. Das rastet alles fest ein und ist, wenn ihr euch die Materialien anguckt, von den Oberflächen und von allem super gut. Damit man dann auch drin schlafen kann, werden quasi Sitzlehnen jetzt umgeklappt und dafür habe ich was vorbereitet. Kommt mal kurz mit rüber. Wir springen mal hier kurz ins Büro und gucken uns an, wie das in der Theorie dann, nee, nicht in der Theorie, sondern wie das in der Praxis dann aussieht. Das ist das Ganze, wenn es aufgebaut ist. Quasi hier vorne die Waschbecken-Variante, da sieht man auch so ein bisschen die Kühlbox, wie sie drin ist. Und dann gibt es verschiedene Varianten, wie das zusammengeklappt ist. Und das, was ihr hier an der Seite seht, das ganze Ding kostet, wenn man es neu heute kauft, 4.596 € ohne Mehrwertsteuer. Das heißt 4.596 mal 1,19 sind wir bei knapp 5.500 €, wenn das da ist. Wenn ihr das jetzt quasi zu dem Auto mitnehmt, weil wir das nur als Vorführmodell benutzt haben, dann würde ich sagen, heute gibt es das für 3.500 € mit zu dem Fahrzeug mit dazu. Von den Maßen, damit ihr wisst, wie groß das Bett ist, wir haben 2,2 Meter Bettlänge und ich denke 1,20 die ihr hier ganze Breite habt. Und im oberen Bereich habt ihr links und rechts nochmal 15 cm mit dazu. Das heißt, wir haben 1,50 Breite. Und dann könnt ihr euch das Ganze auf der Seite von Ego, so heißt der Hersteller, Ego, also egoe-nest.eu, nochmal anschauen. Das Ding ist ein Roma 2.0
550. In meinen Augen eine der schönsten Lösungen, die man so als Schlafküchen-Hecklösung haben kann. Welches Konzept das Richtige ist, muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber von der grundsätzlichen Aufbau, Haptik, Nutzung von allem finde ich das eine der schönsten Lösungen. Und es wird natürlich auch in jeden neu bestellten Vanstar wunderbar reinpassen. Ja, so, jetzt haben wir draußen ganz viel gesehen zu dem Auto. Jetzt haben wir hier drin nochmal gesehen, wie die Küche ist. Die Wohnmobiloptionen dieses Fahrzeugs sind komplett unbenutzt. Das ist einfach von uns nur zum Zeigen genutzt. Und ansonsten haben wir den Wagen nur für knapp, ja, wie gesagt, etwas unter 7000 Kilometer hier und für ein paar Messefahrten genutzt. Wenn ihr Interesse daran habt, kommt gerne auf uns zu. Und ansonsten, wenn ihr sagt, lieber wieder was Größeres, dann wird morgen im Rahmen der Pursuit Group Days für euch wieder ein größeres Fahrzeug mit dabei sein. Erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Gute, schöne Grüße aus Stove und bis bald.